Seit meinem letzten Rennen sind ziemlich genau 239 Tage vergangen. Ich habe dieses Rennen auch in der Nacht das erste Mal 100% genießen können. Irgendwas ist komisch. Wie kann das von einer Sekunde auf die nächste so umschlagen? Okay, du machst richtig gut. Ab jetzt ist dieser Tag anders als geplant. Ich habe nach der letzten Saison, was eine ziemlich lange und sehr fordernde Saison war und dann auch leider mit dem nicht so positiven Ende beim UTMB und der Knie-OP, mir ein bisschen mehr Zeit gelassen mit der Rennplanung für dieses Jahr. Bei den langen Strecken kann man einfach nicht so viele Rennen machen, deswegen ist es da umso wichtiger. Dann habe ich eigentlich recht früh entschieden, okay, die Mont Ventoux-Gegend, die kenne ich so ein bisschen von der Tour de France, so ein bisschen vom Familienurlaub. Und es ist eine neue Challenge, weil ich wusste, es ist ein sehr technischer Kurs. Aber ich habe gedacht, es ist eine coole Herausforderung und ein tolles Rennen, um ein Comeback zu geben. Ich glaube, seit meinem letzten Rennen bis zu dem Rennstart sind ziemlich genau 239 Tage vergangen. Und das ist eine lange Zeit. Ich glaube, das muss ich auch gar nicht runterspielen. Ich war echt aufgeregt. Ich hatte großen Respekt vor dem Rennen. Ich hatte großen Respekt davor, wie es laufen wird. Ich glaube, die Herausforderung diesmal war, dass ich sowohl physisch als auch mental so ein bisschen schauen musste, wo stehe ich. Ich wusste, das Training läuft gut. Seit der Knie-OP habe ich durchgängig gut trainiert. Ich wusste an den Tests, an den Zeiten, an meinen Zwischenzeiten, an meinen Werten, dass ich gut bin im Training, dass die Form gut ist. Aber ich wusste nicht, wo ich mental stehe. Also für gewöhnlich würde ich sagen, die Nervosität steigt so 3-4 Tage vorher. Dieses Mal war es auf jeden Fall so, dass ich, glaube ich, 3 Wochen vorher schon echt nervös war. Ich hatte vor diesem Rennen wirklich Angst. Hallo. Ich habe das vor ein paar Jahren mal so gemacht, dass ich immer mit einem Camper zu meinen Rennen gefahren bin und dann auch da drin geschlafen habe. Und deswegen wollte ich es ganz gern versuchen, die Chance zu nutzen, mit einem Camper eine Woche vorher hinzufahren, um die Möglichkeit zu haben, von überall aus mir die Strecke total flexibel anzuschauen. Also ich habe mich natürlich im Vorhinein mit der Strecke auseinandergesetzt. Ich habe mit dem Index die Zwischenzeiten kalkuliert, mit den Zeiten aus dem Vorjahr und abgeglichen mit den Siegerzeiten der Frauen. Aber als ich dann vor Ort war und die Strecke gesehen habe, war ich schon sehr schockiert. Oh, es ist schon zart. Eieiei. Oh Gott, was habe ich mir hier nur ausgewählt? Ich bin am ersten Tag die letzten 20 Kilometer abgelaufen und die haben eigentlich nur noch so was wie 750 Höhenmeter. Die sind so technisch, dass man einfach, wenn man schnell läuft, 3 Stunden braucht. Es wird ein super langer Tag, eine super lange Nacht und genau so ein Rennen als Comeback-Rennen, das ist vielleicht schon eine dumme Wahl gewesen. Also da war ich schon echt unsicher. Dann bin ich am zweiten Tag den langen Anstieg zum Mont Ventoux abgelaufen. Das sind auf 20 Kilometer sowas wie 1800 Höhenmeter. Und die haben mir aber richtig gut gefallen. Die sind schon auch technisch, aber mehr so wie die Trails hier bei mir zu Hause. Sodass ich da gedacht habe, ja, das Stück liegt mir, da muss ich dann einfach Zeit gut machen. 24 Stunden vor dem Rennen bin ich dann ins Apartment gegangen. Einfach um nochmal alles so wirklich zu sortieren. Ich habe mir nochmal den genauen Streckenplan und meinen Zeitplan abgeglichen. Ich habe geschaut, wie mache ich das mit der Verpflegung. Ja, eigentlich versucht so auf alles vorbereitet zu sein. Diesmal war mir das noch wichtiger als sonst, dass ich einfach so für den Kopf ein bisschen das Gefühl hatte, okay, ich habe jetzt alles, was in meiner Macht steht, getan und jetzt muss ich wirklich nur noch laufen. Also eigentlich ist das Equipment bei allen UTMB World Series Rennen immer das gleiche. Das sind schon mal die Stöcke. Dann brauche ich ein Smartphone. Das mache ich immer hinten in die Hose dann rein. Dann braucht man so einen Becher, 2 Headlamps und Ersatzbatterien. Dadurch, dass um Mitternacht Start ist, werde ich mit der starten. Die hat auch einen großen Akku, die ist auch leider deswegen recht schwer. 2 Flaschen Wasser, ein Erste-Hilfe-Set. Da ist eine Decke, eine Bandage und ich habe da auch immer Blasenpflaster, Notfallhandschuh, bisschen Durchfallmittel und ein Tampon als Ersatz drin. Dann die Pfeife, mindestens 800 Kalorien Essen. Eine Regenjacke mit Cap, langen Lauftights, die wasserdichte Hose, Spaß, Cap, wasserfeste Handschuhe. Das ist so viel, das ist unglaublich. Dann brauche ich noch einen Langarm. Dann fehlt eigentlich nur noch mein Ausweis und die Uhr, wo ich dann die Karte drauf habe. Also so ist der jetzt fertig gepackt. Und ich bin jedes Mal wieder erstaunt, wie verdammt schwer der ist und wie groß. Meine neuen Socken, die passen als einziges so gar nicht zum Outfit, aber die müssen mir Glück bringen.
ich muss immer bei dir ein Gel nehmen und du musst mich immer fragen, ob ich eine Salztablette genommen habe. Und hier ist die Sonnenbrille drin, die gibst du mir, wenn ich die Lampe abmache. Eins Wie ist immer, wo Ersatz das ist aber, drauf. aber das ist wie immer. Das ist Ersatz und die ganzen anderen sind immer 4, 3, 2, 1. Ja, wie immer. Ja, wie immer, oder? Ja, okay. Voll gut. Es sind noch genau 10 Stunden bis zum Rennen. Es ist jetzt 14 Uhr und um Mitternacht ist Start. An dem Renntag selber konnte ich dann erst meine Startnummer abholen. Es gab eine Pressekonferenz. Ich hatte noch 3 Interviewtermine, noch einen Videotermin. Das war ungewöhnlich viel und ich habe einfach es gar nicht mehr erwarten können, dass es endlich losgeht um Mitternacht. Mein Magen macht immer Probleme nachts und deshalb habe ich mich beim Einlaufen schon versucht darauf einzustellen, okay, egal wie schlecht heute Nacht der Magen wird, beim Sonnenaufgang wird alles besser und bis dahin muss ich mich irgendwie durchretten. Diese letzten 10 Minuten vorm Start, die waren auch nochmal extrem schlimm. Da habe ich dann so richtig gemerkt, okay, jetzt geht's gleich los, jetzt ist endlich dieser Zeitpunkt gekommen, auf den ich jetzt monatelang hingefiebert habe, für den ich so viel trainiert habe, für den ich mich mental und physisch so sehr eingestellt habe. Habe ich natürlich sofort eine riesige Männergruppe vorne als Führungsgruppe gebildet. Und so ging es dann erstmal los in die Nacht. Ich habe nach einer Stunde auf die Uhr geschaut und habe gedacht, hey, mein Magen meldet sich noch gar nicht, das ist ja richtig gut. Ich habe nach 2 Stunden auf die Uhr geschaut, gedacht, ja, noch nicht zu früh freuen, die Nacht ist noch lang, es ist erst 2 Uhr. Ich habe einfach keine Magenprobleme bekommen und das hatte ich noch nie und deswegen konnte ich mich auch so gut verpflegen wie noch nie. Es war für mich eine ganz andere Rennerfahrung und ich muss sagen, ich habe dieses Rennen auch in der Nacht das erste Mal 100% genießen können. Ich habe im Downhill Männer eingesammelt, das ist mir noch nie passiert, weil ich einfach so fokussiert auf das Rennen sein konnte. Es war einfach ein ganz anderes Laufgefühl. Magst du noch was mitnehmen? In der Nacht war das schon ziemlich schwer, dass man so lang auf sich selbst gestellt war. Also vom Start bis zur ersten assistierten Verpflegungsstation waren es in meinem kalkulierten Plan 4 Stunden 27. Das ist eine super lange Zeit, für die man halt die ganze Zeit die Verpflegung schon selber dabei hat. Und dann ab der Verpflegungsstation waren es wieder 5 Stunden bis zur nächsten. Nach der Verpflegungsstation war es zwischendurch ganz schön zäh. Ich will nicht Geschwindigkeit verlieren, gleichzeitig merke ich gerade, dass es mir schwerfällt, mich zu konzentrieren durch die Müdigkeit. Dann hat mich ein Mann von hinten eingeholt und ich habe gedacht, ja, da muss ich mich jetzt dranhängen und ich schaue einfach, wie lange ich mitkomme, bis ich zurückfalle. Auf den ersten 3-4 Kilometern ist mir das recht schwer gefallen, mitzulaufen. Dann habe ich gemerkt, okay, wir kommen jetzt in diesen Anstieg, wo ich wusste, der liegt mir. Das heißt, vom Timing her, irgendwo in diesem Anstieg muss der Sonnenaufgang kommen und das ist für mich immer der beste Moment im Rennen. Wir haben uns richtig, richtig gutes Tempo gemacht. Wir sind den kompletten Anstieg einfach hochgelaufen und ich habe in dem Uphill die ganze Zeit gedacht, krass, bis jetzt läuft es perfekt. Das hatte ich noch nie. Irgendwas ist komisch. Da habe ich gemerkt, ja, es war nicht nur auf dem Papier so, dass das Training super lief, sondern bis jetzt, ja, zahlt sich gerade alles aus. Ich glaube, ich war eine Stunde fast schneller als meine kalkulierte Best-Case-Zeit. Bin wirklich voller Euphorie in diese Verpflegungsstation. Die Volunteers, die da die Verpflegungsstation gemacht haben, waren so gut drauf und die Stimmung war gut. Und da habe ich es einfach geliebt und gedacht, das ist genau das, wofür ich das mache. Dann kommen noch mal so 2 richtig, richtig steile Kilometer, wo auch ein paar Schneefelder sind und wo es etwas technischer ist, bevor man ganz oben am Mont Ventoux ist. Und ich habe mich aber da so gut gefühlt. In dem Stück habe ich immer nur gedacht, boah, es wird jetzt echt hell und ich hatte bis jetzt keine Magenprobleme. Irgendwie merke ich diese Energie, die ich sonst nachts nicht habe, weil der Magen so schlecht ist, dass mich das gefühlt auf die Bergspitze treibt, ohne dass ich das Gefühl hatte, ich renne seit fast 2000 Höhenmetern bergauf. 200 Höhenmeter vor dem Gipfel war ein Kamerarunner und der hat zu mir gesagt, boah, du bist so schnell in diesem Uphill, du läufst so schnell hoch wie die ersten 3 Männer. Und es hat mich in dem Moment halt total beflügelt. Ich habe gedacht, ja, ich bin wieder da und das ist genau mein Element. Dieses Bergauflaufen, diese langen Rennen, das ist genau das, was mir liegt. Und
es ist nicht nur mein Gefühl, sondern es läuft wirklich super. Da hatte ich so richtig doll einen Runners High. Also kann ich nicht anders sagen. Es ist da einfach gut gelaufen, weil ich einfach auf einer kleinen Euphoriewelle war. Ich glaube, kilometermäßig waren wir dann so bei 54 Kilometer. Und ich habe noch gedacht, wow, bis jetzt hatte ich noch kein einziges Tief. Das ist super untypisch für so ein langes Rennen. Aber das kam dann kurz darauf. Das war in einem sehr technischen Downhill. Aber ich habe gedacht, boah, ich muss jetzt unbedingt Salz nehmen, mich unbedingt verpflegen, weil ich das in der letzten halben Stunde ein bisschen vernachlässigt habe. Ich bin ein bisschen langsamer geworden, um mein Salz rauszuholen. Und ja, während ich da in meiner Tasche zugange war, bin ich halt voll umgeknickt. Ich glaube, ich habe mir das Band gerissen. Ich habe da sofort gemerkt, okay, das ist nicht ein kurzer Schreckmoment. Mir sind die Tränen in die Augen geschossen. Wie kann das von einer Sekunde auf die nächste so umschlagen? In dem Moment war ich schockiert, weil ich dachte, das Rennen ist hier vorbei. Und dann bin ich so heulend diesen steilen technischen Kilometer runtergerumpelt. Also da habe ich gemerkt, okay, ab jetzt ist dieser Tag anders als geplant. Ich wusste, ich kann kein einziges Mal, auch nicht nur einen Millimeter weiter umknicken bei dem Fuß. Ich kann den Fuß nicht richtig belasten, was halt bei technischem Laufen immer schwierig ist. Ich habe aber versucht, wieder in den Laufschritt zu kommen und Schritt für Schritt ist es besser geworden. Ich habe aber extrem gemerkt, okay, so wirklich Kontrolle über den Fuß habe ich nicht. Ich habe einfach nur Schmerz. Ich habe voll die Fußschmerzen. Und mein Magen ist so lala. Und es ist warm. Und immer noch so weit. Ja, es ist schon noch eine super lange Strecke gewesen zu dem Zeitpunkt. Also 55 Kilometer hatte ich dort. Eigentlich ist es irre, dass ich halt noch 70 Kilometer laufen musste. Aber das habe ich mir in dem Moment natürlich nicht so gesagt, sondern ich habe mir in dem Moment eingeredet, jetzt sind es nur noch ein paar Stunden, sodass ich trotz der Schmerzen irgendwie weiterlaufen kann. Und ich habe natürlich auch überlegt, mache ich es schlimmer, wenn ich weiterlaufe? Mache ich mir die Saison kaputt? Und das ist dann ganz schön schwer, in so einem Moment die richtige Entscheidung zu treffen. Voll gut gedacht, richtig gut. Wie geht's dir? Richtig gut. Dann wusste ich, dass so ein längerer Abschnitt kommt, den ich eben 3 Tage vorm Rennen noch abgelaufen bin, wo ich auch wusste, ab da kenne ich jetzt eigentlich die Trails. Und dann war so eine Straßenquerung und die Frau von der Strecke hat uns auf einen anderen Weg geleitet, als ich 3 Tage vorher abgelaufen war. Diese ganze 6 Kilometer Runde, die da kam, kannte ich nicht, obwohl ich mental darauf eingestellt war, ich kenne ab jetzt alles. Das war für den Kopf eine sehr schwierige Phase, zumal ich dann auch mit der Verpflegung nicht mehr ganz hingekommen bin. Und dann kam endlich diese Verpflegungsstation, aber dadurch, dass dieser Umweg war, hat das Tracking von der Organisation nicht mehr genau gestimmt. Und auch wenn es das alle betroffen hat, hat es irgendwie bei meiner Startnummer mit dem Tracking nicht so genau funktioniert. Ja, du schaffst es. Ne? Da hat es mich dann voll getroffen und voll aus dem Konzept gebracht. Und auch da habe ich dann Johannes gefragt, okay, wieso funktioniert mein Tracking nicht? Ich war total aufgewühlt, hatte Sorge, dass irgendwas nicht stimmt. Aber ja, da hat mein Support-Team auf jeden Fall die richtigen Worte gefunden und mich dann auf die letzten Kilometer entlassen, obwohl ich wusste, dass es noch mal ein paar Stündchen werden. Hey. Ja, im Nachhinein kann ich darüber lächeln, aber in so einem Moment selber kommt einem das so vor, als ist es gerade das Allerwichtigste. Weil ich habe mich einfach so lange darauf gefreut, endlich wieder zu rennen, dass ich wusste, es gibt gar nicht die Möglichkeit, dass ich vor der Ziellinie aufhöre. Kurz vor dem letzten Gipfel war eine Verpflegungsstation und die Volunteers da, die waren so euphorisch und die waren so nett. Es hat mich in dem Moment so richtig doll aufgebaut. Da hatte ich das Gefühl, wow, jetzt ist es echt nicht mehr weit und jetzt ist es fast geschafft. Und dann war halt echt dieser Moment erreicht, wo ich wusste, ab hier sind jetzt nur noch diese 5 laufbaren Kilometer. Da bin ich echt nochmal schnell ins Laufen gekommen. Ich habe auf die Uhr geschaut und gesehen, ich kann es unter 16 Stunden schaffen, was immer noch eine Dreiviertelstunde schneller ist als meine Best-Case-Zeit. Ja, ich war
wirklich einfach nur glücklich. Der Druck ist halt abgefallen in dem Moment. Da ist so viel Druck von mir runtergefallen. Es hat sich angefühlt wie so ein Fels, der vom Herz fällt. Ich bin wirklich in der Sekunde einfach dankbar gewesen. Dankbar dafür, dass mein Körper das geschafft hat. Dankbar dafür, dass mein Training so gut geklappt hat. Dass die Physiotherapie so gut geklappt hat. Dass alle, die so hinter mir stehen, mich so unterstützt haben. Und in dem Moment war ich einfach erleichtert, dankbar und glücklich. Im Ziel habe ich meine Schuhe extra nicht ausgezogen. Ich wusste, die kann ich erst zu Hause ausziehen, weil ich mir schon gedacht habe, das wird richtig anschwellen da im Fuß. Ich habe durch meinen Physiotherapeuten hier in Innsbruck direkt am nächsten Tag nach der Rückreise einen MRT bekommen und da ist dann rausgekommen, dass ich mir das vordere Außenband gerissen habe. Also es ist nichts Knöcherndes, alles ist intakt und dadurch fällt die Pause bestimmt nicht ganz so lang aus, wie es sonst hätte sein können. Verletzungen sind nie toll, aber ich glaube, dass ich in 1-2 Wochen schon wieder laufen kann und mit viel Behutsamkeit auf jeden Fall rechtzeitig wieder fit bin, um bei der Zugspitze 100 Meilen zu laufen. Und das war mir das Wichtigste.